Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute bin ich nochmal im Windpark Hämelhausen unterwegs, wo die Prototypen der Enercon E160 EP5 E3 gebaut werden. Ich war vor Ostern das erste Mal hier, als sie gerade die erste Anlage gestellt hatten. Ja, jetzt war ich die letzten Tage zufällig beruflich in Hannover unterwegs und dachte, ja, hier muss ich unbedingt nochmal vorbeischauen, wenn alle Anlagen fertig sind. Ja, fertig errichtet sind 2 Stück. Die vordere war beim letzten Mal schon fertig und sollte eigentlich auch schon in Betrieb sein. Also Enercon hatte ein Reel bei Instagram gepostet, dass die erste Anlage bereits läuft, aber sie steht leider. An zu wenig Wind kann es eigentlich nicht liegen. Die Vestas 426 laufen ja auch sogar. Ja, ich denke eher, dass es daran liegt, dass sie noch nicht so läuft, wie sie eigentlich laufen soll. Dauert ja immer ein bisschen länger, die Inbetriebnahme, gerade bei Prototypen. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie noch nicht so läuft, wie sie soll. Dass sie noch ein paar Kinderkrankheiten hat vielleicht. Hinten dran die zweite. Also ich finde, die Anlagen sehen echt cool aus. Also gefallen mir gut mit dem super schlanken Turm und dann halt diesem ewig langen Maschinenhaus und dann noch die langen Rotorblätter vorne dran. Ich finde, das hat schon irgendwas. Ja, wundert mich allerdings, dass alle 3 noch nicht fertig sind. Also sie hatten jetzt 3 Monate Zeit und das Wetter war ja echt sehr gut. Ja, frage ich mich, was da los ist. Könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt mit den Rotorblättern. Bei der E147 EP5 habe ich gehört, dass es Probleme mit den Rotorblättern gibt. Ich glaube, im Paderborner Land gibt es einen Park, wo die gebaut werden und stehen seit Wochen oder Monaten ohne Rotorblätter rum, weil die Rotorblätter, ich weiß nicht, ob sie nicht geliefert werden können oder ob es Probleme bei der Qualität oder der Produktion gibt. Oh, geil! Jetzt fängt sie an zu drehen. Geil, geil, geil. Richtig nice. Ah, ich war schon enttäuscht, dass sie nicht läuft heute, aber geil. Mega. Habe sie gerade anlaufen sehen. Richtig cool. Da muss ich mal näher ran. Fett. Also, sie läuft doch schon. Mega sieht es aus. Cool. Und läuft sogar ganz ordentlich. Mega. Hat auch ein bisschen das Zischen von den Rotorblättern. Richtig cool. Ja, werde ich auf jeden Fall jetzt mal versuchen, näher ranzukommen. War beim letzten Mal ein bisschen schwierig, weil hier echt überall Security ist. Und ja, die haben mich förmlich gejagt, dass ich bloß keine Bilder oder Videos oder sowas mache. Naja, aber Enercon hat meine Bilder auf Instagram geliked, also alles gut. Richtig nice sieht's aus. Geil. Ja, ich fahre jetzt mal zur Anlage hin und versuche mich mal drunter zu stellen und berichte von da nochmal. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der ersten Anlage. Die Anlage, die schon läuft. Ich wollte mich jetzt nicht direkt unten drunter stellen, sonst kommt gleich Security und motzt wieder mit mir. Aber von hier aus sieht man alle 3. Richtig geil. Boah, sieht schon richtig fett aus, wenn die Anlage läuft. Richtig geile Rotorblattbiegung. Vom Sound her hört sie sich eigentlich genauso an wie die E160 in Wichinger Meer.
ist dann scheinbar der Generator, der dieses Geräusch macht. Ja, aber für eine Anlage dieser Größe eigentlich relativ leise noch. Also kein Vergleich zu G-Anlagen. Die hören sich ja an wie so ein Airbus. Richtig geil. Ah, da freue ich mich echt, dass die läuft. Ich hatte echt schon, ja, war echt schon ein bisschen enttäuscht, dass ich herkomme und sie läuft nicht. Habe ich echt Glück gehabt. Ja, bei der zweiten scheint es noch nicht so weit zu sein. Da dauert die Inbetriebnahme wohl noch ein bisschen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie lang die Inbetriebnahme von der Anlage hier gedauert hat. Das soll ja auch ein Vorteil der Inercells sein, dass die Inbetriebnahme schneller geht. Weil eben, ja, diese Inercell schon in der Fabrik komplett verkabelt wird. Die ganze Elektronik kommt da rein, wird schon geprüft. Und dann muss sie hier nur noch installiert werden. E-Modul gibt es ja auch keins mehr. Ja, und das erleichtert halt zum einen den Transportprozess, weniger Transporte und schnellere Installation und Inbetriebnahme. Ja, aber würde mich echt mal wundern, würde echt gerne mal wissen, was jetzt mit der dritten da ist. Bei den anderen beiden gab es ja auch keine Probleme mit Rotorblättern scheinbar, aber möglicherweise bei der. Ist jetzt alles nur Spekulation, also ich kann jetzt auch nichts Genaues sagen, aber das wäre so das Naheliegendste, weil die sonstigen Komponenten sind ja alle oben. Dann kann es eigentlich nur an den Rotorblättern liegen. Und die kommen meines Wissens nach aus China. Das ist schon auch krass, dass Rotorblätter in China gefertigt werden für Anlagen hier. Das ist eigentlich absoluter Bullshit. Also einfach lokale Wertschöpfung, Fehlanzeige. Ist halt auch recht traurig, dass Nordex jetzt auch das letzte deutsche Rotorblattwerk geschlossen hat. Das ist einfach ziemlich bitter. Gerade in Anbetracht, dass jetzt halt die Erneuerbaren, gerade Windenergie, so krass ausgebaut werden sollen, frage ich mich, ja, wo sollen denn die ganzen Anlagenkomponenten herkommen, wenn man nur auf Importe aus dem Ausland angewiesen ist. Also irgendwas läuft hier falsch. Hat die Politik die letzten Jahre einfach echt geschlafen. Boah, sieht einfach so Hammer aus. Ja, ich werde mal gucken. Also vielleicht kann ich mich doch noch drunter stellen. Alarmanlage scheint keine mehr da zu sein. Das wäre nämlich schon richtig geil. Drohne ist natürlich auch am Start. Und werde auch noch ein paar Bilder von oben machen natürlich. Wetter ist auch angenehm. Relativ heiß den ganzen Tag gewesen, aber jetzt gerade geht ein leichtes Lüftchen. Naja, schauen wir mal, ob ich noch ein bisschen näher rankomme. So, ich stehe jetzt noch ein bisschen näher bei der Anlage. Von wegen, heute geht kein Wind. Die gibt gerade echt Vollgas. Wahnsinn, ey, schaut euch das an. Gut möglich, dass sie sogar auf Volllast läuft heute. Mann, gibt die Gas. Boah, Hammer. Und eine richtig krasse Rotorblattbiegung. Von der Seite sieht man es noch mal ein bisschen besser, aber von hier vorne sieht man es auch echt schon richtig krass. Hammer sieht es aus. Geile Scheiße. Ho, da habe ich mich echt drauf gefreut. Ja, jetzt so, wenn man direkt drunter steht, ist sie schon relativ laut. Aber von weitem, ja, ist sie eigentlich vergleichsweise ruhig. Geil, ey, so ein fetter Rotor vor dem schönen blauen Himmel. Richtig fett. Ja, beim letzten Mal habe ich mich ja so ein bisschen gewundert, warum die Anlagen auf einem Max-Bögel-Turm, also einem
Hybridturm Stahl und Beton gebaut wurden und nicht auf einem MST, wie jetzt die EP5 E2, die ich bisher gesehen habe. Ja, ich war vor kurzem auf einer Messe und habe mit einem Enercon-Vertriebler gequatscht und der meinte, ja, dass der MST für die E160 EP5 E3 erstmal nicht vorgesehen ist. Hat mich echt gewundert. Also man, ja, für die Anlage hier E3 baut man den Max Bögel Hybridturm und nicht den MST. Und ja, den Climbing Crane, den Kletterkran, der kommt wohl auch nicht zum Einsatz. Ist wohl auch zu teuer. Und ja, der Hybridturm ist wohl auch billiger, schätze ich mal. Stahlpreise sind ja echt ja, ziemlich in die Höhe gegangen. Finde ich eigentlich schade, also weil gerade an komplexeren Standorten wie Schwarzwald zum Beispiel wäre halt MST mit Kletterkran echt perfekt. Aber ja, finde ich schade, dass man jetzt hier komplett mit diesem Hybridturm arbeitet. War ja auch eigentlich so angekündigt in den ganzen Promo-Videos und Infos, die Enercon zur Anlage rausgegeben hatte, dass sie auf einem MST gebaut werden soll. Eben wie die EP5 E2. Aber ja, klar, man muss halt auch auf den Markt ein bisschen reagieren. Boah, sieht das krass aus, ey. Boah, ich bin gerade echt aus dem Häuschen. Richtig nice. Diese fetten Latschen. Hammer. Ja, mit der Drohne war ich gerade eben auch oben. Richtig geil sieht's aus. Richtig coole Aufnahmen. Ja, hier steht keine Alarmanlage mehr. Wahrscheinlich könnte ich mich auch direkt runterstellen. Aber ja, Enerconer Mitarbeiter sind noch hier. Muss es ja nicht immer auf die Spitze treiben. Das Nummer 2. Und ja, Nummer 3 ist jetzt hier hinterm Wald. Mal gucken, ob ich da noch einen Blick drauf erhaschen kann, was mit den Blättern los ist. Die sind nämlich schon da, aber halt noch nicht montiert. Mal gucken, ob ich herausfinde, warum. So, ich stehe jetzt hier bei Anlage Nummer 3. Hier ist alles großflächig abgesperrt, die Baustelle und ja, auch der Wald drumherum, dass man bloß nicht die Baustelle betritt. Ja, gerade ist es echt windig. Ja, witzig, die Anlage auch mal nur mit Narbe zu sehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es zu windig ist, dass sie die Rotorblätter nicht ziehen. Das muss einen anderen Grund haben. Ich tippe eher auf einen, ja, eher auf einen Schaden. Vermute ich jetzt einfach mal. Das Wetter war ja echt super die letzten Wochen und das ja, kommt zeitlich eigentlich nicht hin, dass sie es nicht geschafft haben, die Anlage aufzubauen. Ja, da sind die Blätter. 3 Stück. Würde mich echt mal interessieren, was mit denen ist. Ob es da ähnliche Schäden gibt wie bei den 138er Blättern. Aber wie gesagt, von der E147 weiß ich, dass es da wohl enorme Probleme mit den Blättern gab. Und auch Anlagen, ja, jetzt so rumstanden wie die E160 hier, einfach nur mit Narbe, seit ja, längerer Zeit schon. Ach, das ist einfach scheiße. Im Ausland billig zu produzieren, das macht sich einfach nicht bezahlbar. Ja, mal gespannt, ob ja, dann hier bald eine Nachlieferung kommt, dass die Anlage hier fertiggestellt werden kann. Die anderen beiden Anlagen scheinen ja dann wohl nicht betroffen gewesen zu sein. Naja, mal abwarten. Ist auf jeden Fall schade, dass, ja, dass es beim Prototyp da jetzt schon Probleme gibt mit den Blättern. Naja, ich werde jetzt mal weiterziehen. So, ich stehe jetzt hier nochmal unter der zweiten fertig errichteten Anlage mit der Nummer 3. Die läuft jetzt Nummer 1 und die noch im Bau ist, ist dann scheinbar Nummer 2. Schaut euch dieses Monster an. Hammer.
Und auf dem Max-Bögel-Turm wirkt die echt nochmal krasser, weil der so schön schlank ist. Der MST ist wesentlich breiter. Auf meinem Video gibt's ja auf meinem Kanal gibt es ein Video vom Windpark Kramme-Flöte. Der MST ist wesentlich breiter an der Basis und auch insgesamt. Von hier unten wirkt das Maschinenhaus echt ja, relativ schlicht. Nicht so krass riesig, wie wenn es am Boden liegt. Aber aus der Ferne und auch oben aus der Luft mit der Drohne ist das schon echt richtig lang. Sieht schon echt witzig aus. Ja, ich hoffe echt, dass diese Anlage keine Schäden hat, dass sie auch ganz regulär in Betrieb gehen kann. Ganz normaler Max-Bögel-Turm, wie bei den E138 auch. Also rein optisch muss ich sagen, finde ich ihn auch ein bisschen schöner. Also der MST ist schon cool, aber ich finde den echt bisschen fett. Also ich finde die Anlage sieht geiler aus auf diesem schönen, schlanken Turm, muss ich sagen. Geschmackssache. Ja, von hier aus sieht man jetzt die dritte Anlage nochmal, die im Bau ist. Da sieht man jetzt nochmal schön die Blätter am Boden. Ist gerade echt richtig windig, Wahnsinn. Ich dachte, das wäre echt windstill heute. Ja, da sind die Blätter. Ich würde echt gerne mal wissen, was mit denen ist. Äußerlich, wenn die Schäden haben sollten, sieht man das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn, dann ist es eher innerlich, wenn sie reingeht. Ja, sieht echt ulkig aus. In diesem langen Maschinenhaus. Schon echt witzig. Ja, und die Anlage, die läuft, die hört man bis hierher. Die ist echt gerade richtig laut. Die gibt aber auch gerade echt Vollgas. Schaut euch mal an, wie geil die Blätter biegt. Richtig fett. Also die läuft mit Sicherheit auf Volllast. Könnte ich mir so denken. Die sieht echt ulkig aus. Mit dem Maschinenhaus, mit dem langen. Echt verdammt witzig. Und dann die langen Latschen vorne dran. Schon witzig. Aber ich feiere es irgendwie. Also mir gefällt die Anlage gut, muss ich sagen. Bin aber auch einfach ein bisschen vorbelastet, weil ich Enercon schon immer gut fand. Die Vestas-Anlagen. Also der Wind hat auf jeden Fall ziemlich aufgefrischt. Als ich hierher gekommen bin, war es noch relativ heiß und ja, etwas windstill, aber die Anlagen laufen jetzt echt richtig zackig. 5 Vestas V126 sind es insgesamt. So, ich stehe jetzt nochmal hier auf der anderen Seite. Von hier sieht man die Anlagen jetzt nochmal schön von hinten. Ich habe gerade ein Dammwildrudel aufgeschreckt, als ich mit dem Fahrrad hier vorbeigefahren bin. Ja, der Wind hat ziemlich aufgefrischt. Als ich herkam, war es echt heiß und relativ windstill. Hat sogar ein bisschen Bedenken, dass die Anlagen gar nicht laufen. Aber ja, geben ziemlich Gas jetzt gegen Abend. Ja, also ich finde den 160 Meter Rotor echt ziemlich beeindruckend. Nochmal krasser durch diesen schönen, schlanken Max-Bögel-Turm. Gefällt mir bei der Anlage jetzt echt besser als den MST, als der MST. Der wäre einfach zu globig. Also jetzt gerade mit der Inacell sieht der Turm hier wesentlich besser aus. Wird der jetzt auch von allen Herstellern eigentlich benutzt. Also G, Nordex, Vestas mittlerweile auch, Siemens Gamesa, weiß ich jetzt gar nicht. Gibt es ja noch keine hier in Deutschland.
Ein schöner Blick aufs Maschinenhaus von hinten. Gefällt ja vielen gar nicht, weil es halt nicht mehr nach Enercon aussieht. Kein charakteristisches Ei mehr, sondern halt einfach nur noch ein Container. Aber da geht der Trend halt hin. Das sieht man ja bei allen Herstellern. Vestas sieht ja ganz schlimm aus, die neue V172. Da hat man ja quasi neben das Maschinenhaus noch so einen extra Container geklebt. Das sieht ja unmöglich aus. Und da finde ich die hier eigentlich relativ hübsch. Also ja, hübsch. Aber ja, eigentlich ganz nett. Und es hat halt viele Vorteile. Logistisch, finanziell, was die Installation und Inbetriebnahme angeht, kann man halt alles beschleunigen. Und das ja, muss halt gucken, wie man sich am Markt behauptet und Kosten einspart. Schon ulkig aus. Ja, ich hoffe, die dritte ist dann auch bald fertig. Ja, es gab ja mal das Gerücht, dass Enercon eine E190 rausbringen will. War so ein Gerücht auf der Husum-Messe und habe es auch von ein paar Leuten gehört. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Vertriebler von Enercon auf einer Messe gequatscht, der mir auch das mit dem Turm erzählt hat, dass hier der Max-Bögel-Turm zum Einsatz kommt. Und ja, eine E190 wird es wohl nicht. Der Sprung von 160 auf 190 ist wohl dann doch zu groß. Man hat ja jetzt schon Probleme mit den Blättern, mit 80 Metern und dann 15 Meter längere Blätter noch. Das wäre einfach zu krass. Also eine E170 wohl eher. Da ist der Sprung nicht so krass, das sind 5 Meter mehr. Und auch über 6 Megawatt auf jeden Fall. Haben wir jetzt eigentlich alle Hersteller über 6 Megawatt. Vestas jetzt sogar schon die 7 Megawatt Marke geknackt. Aber es muss auf jeden Fall über 6, ja eher Richtung 7 Megawatt gehen, damit Enercon sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Mal schön die Vestas-Anlagen. Laufen auch ganz schön zackig, die V126. Ja, Sonne ist jetzt langsam am Untergehen. Das war mein Fahrrad, das umgefallen ist. Ja, ich werde mich dann verabschieden an dieser Stelle. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie die E160 EP5E3 im Betrieb aussieht. Ich feiere die Anlage ziemlich. Bin gespannt auf eure Kommentare. Im Anschluss habe ich nochmal ein Drohnenvideo für euch. Richtig schöne Aufnahmen geworden. Ja, ich bin die nächsten Tage auch nochmal hier in der Region Hannover unterwegs und besuche ein paar andere Windparks. Wen es interessiert, gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ja, vielleicht sehen wir uns da. Halt die Ohren steif und ja, bis dann.